Dein Vater ist wirklich ein hervorragender Tänzer. Kein Kunststück bei der Partnerin. Nein, Sie haben gut geführt. Dein Vater hat wirklich ein ausgezeichnetes Rhythmusgefühl. Ich meine, du bist unschuldig. Was soll dir passieren? Mir glaubt doch keiner. Christoph wird dir bestimmt einen guten Anwalt besorgen. Ich habe aber nun mal kein Vertrauen in die deutsche Justiz. Ich gehe nicht zur Polizei. Niemals. Ich habe eine schlechte Nachricht für Sie. Ich muss Sie leider entlassen. Hier ist die schriftliche Kündigung. Ist ja toll. Verschenken Sie immer zuerst Rosen, bevor Sie jemanden rausschmeißen? Nein, ich wusste heute Nachmittag noch gar nichts davon. Ich habe mit der Entscheidung nichts zu tun. Wer denn sonst? Sie sind doch mein direkter Vorgesetzter. Die Entscheidung kam von oben. Was soll das heißen? Tanja von Anstetten hat die Kündigung ausgesprochen. Als Alleinerbe ihres Mannes ist sie Eigentümerin von AMG. Ich habe wirklich alles versucht, aber letztendlich kann ich gegen diese Entscheidung nichts machen. Wieso? Sagen Sie dieser Schnepfe doch ordentlich mal die Meinung. Die kann doch nicht einfach so ihre Leute raustickern. Doch, das kann sie. Sophie war noch in der Probezeit. Es tut mir leid, ich werde noch mit den übrigen Direktoren darüber reden, aber versprechen kann ich natürlich nichts. Tanja mag mich nicht, nun mal, das ist so. Und da kann sie nichts dran ändern. Ich werde es trotzdem noch mal probieren. Tja, ich muss dann wohl jetzt. Entschuldigung, dass ich Ihnen die Stimmung verdorben habe. Ist ja nicht Ihre Schuld. Tschüss. Tja. Das war's dann wohl. Ich fürchte, Frank, du musst dir jemand anders suchen, der für dich etwas tut. Ich kann dich nicht mehr groß rausbringen. Wieso sollte ausgerechnet ich Ihnen sagen können, wo dieser Ratschan steckt? Ja, Sie kannten sich, Sie sind beide im gleichen Alter. Vielleicht haben Sie ja eine Idee. Nein, keine Ahnung. Hat er Ihnen vielleicht mal erzählt, warum er überhaupt nach Friedenau gekommen ist? Das wissen Sie doch. Er wollte als Pferdepfleger arbeiten. Und er hat Ihnen gegenüber keine anderen Gründe genannt? Nein, wieso sollte er? Naja, konnte ja sein, dass Sie beide sich ein wenig angefreundet haben. Ich bitte Sie. Ich freunde mich doch nicht mit einem Stallburschen an. Der Typ hat ab und zu mein Pferd gesattelt, mehr nicht. Kein privates Wort. Doch. Guten Tag und auf Wiedersehen. Fräulein von Sterneck, sind Sie sich da ganz sicher? Ja. Merkwürdig. Nach Aussage des Grafen haben Sie beispielsweise mit Rajan Rai Tee getrunken, hier in diesem Zimmer. Und es gibt andere Aussagen, die bestätigen, dass Sie sich gut mit dem Jungen verstanden haben. Stimmt. Wir haben einmal zusammen Tee getrunken. Wir haben uns aber auch nur über Pferde unterhalten. Worüber auch sonst. So. Und wer behauptet, wir hätten uns gut verstanden, der lügt. Jeder weiß, dass ich niemals privaten Kontakt zu Angestellten haben würde. Kathi, wie redest du denn bloß? Ich sag nur, wie es ist, Mama. Nun gut, Fräulein von Sterneck. Dann bedanke ich mich herzlich, dass Sie mir so viel von Ihrer wertvollen Zeit geopfert haben. Aber es kann sein, dass ich noch mal auf Sie zukommen muss. Aber selbstverständlich, jederzeit gerne. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. So eine dumme Kuh. Dieser Job war mir so wichtig. Jetzt reg dich nicht auf. Das macht doch keinen Sinn. Ich könnte dieser Ziege den Hals umdrehen. So eine dumme Schlampe.
Aber es war ja klar, dass sie mich rauspfeffern würde, sobald sie irgendwas zu sagen hat. Sie hat mich ja schon immer gehasst. Und ich war vor ein paar Tagen noch bei ihr. Da hatte sie wahrscheinlich diese Kündigung schon hinter ihrem Kopfkissen liegen. Weißt du was? Wahrscheinlich hat sie Ben umgebracht, damit sie mich besser bei AMG feiern kann. Sophie, bitte. Doch, das ist doch das Motiv. Und die Polizei ist noch überhaupt nicht darauf gekommen. Ach, jetzt komm. Ich traue Tanja ja vieles zu, aber das glaubst du doch selbst nicht. Ja, weißt du, was sie mit Henning gemacht hat? Nein. Siehst du, du weißt es nicht. Keiner weiß es. Ja, und darum solltest du sowas auch nicht behaupten. Das ist jetzt auch überhaupt nicht wichtig. Lass uns lieber überlegen, wie du den Job wiederkriegst. Ach, Gero, kapierst du das nicht? Ich krieg diesen blöden Job nicht wieder. Wer weiß, wenn du sie direkt darum bittest. Ach, soll ich ihr jetzt noch in den Hintern kriechen? Nein, du musst sie ja nicht in den Hintern kriechen. Aber wenn der Job dir wichtig ist, so wie ich das sehe, ist er dir sehr wichtig. Ich kann bei Tanja nicht um den Job betteln. Das kann ich nicht. Lieber fange ich als Klofrau auf dem Bahnhof an. Ja, auch eine gute Idee. Da verdienst du mit Trinkgeld mindestens 1500 brutto. Und du lernst jede Menge interessante Leute kennen. Ach, Gero. Bei jedem anderen würde ich es mir vielleicht noch mal überlegen. Aber nicht bei Tanja. Ich weiß. Aber der Job wäre es doch eigentlich wert, oder? Also du hast gerade was verpasst. So, was denn? Arno im Sportdress. Sah gar nicht mal so schlecht aus. Papa ist im Jogginganzug zur Arbeit gegangen? Ja, aber er hatte seine richtigen Klamotten überm Arm. Vielleicht gründet er ja eine Betriebssportgruppe oder sowas. Betriebssportgruppe? Mein Vater? Ja, oder er wollte ins Fitnessstudio oder joggen. Ist ja auch egal. Hauptsache, er tut mal was für sich. Ja, trotzdem kommt das ein bisschen plötzlich. Und dann tut er auch noch so geheimnisvoll. Er hätte sich uns wenigstens zeigen können. Naja, wahrscheinlich hat er es ehrlich. Vielleicht. Vielleicht wollte er auch nur unseren blöden Bemerkungen entgehen. Sag mal, ist dir irgendwas an Kathi aufgefallen, seitdem dieser Radschein verschwunden ist? Nein. Also gestern Abend war sie ganz komisch. Als Kramer sie über Radschein ausgefragt hat, da hat sie so getan, als ob sie ihn kaum kennen würde. Dabei mochte sie ihn doch sehr gerne. Na, vielleicht ist das der Grund. Sie ist enttäuscht, weil er verschwunden ist. Ja, das kann schon sein, aber ich denke, sie weiß irgendwas. Ich habe das Gefühl, es klingt verrückt, aber könnte das nicht sein, dass sie ihn irgendwo versteckt hat? Ich meine, sie nimmt immer das Essen mit nach oben, dazu noch riesige Portionen. Tja, sie weiß doch aber, dass er von der Polizei gesucht wird. Außerdem kennt sie ihn kaum. Würde sie für so jemanden so ein Risiko eingehen? Für jemanden, in den sie verliebt ist, schon. Da macht man so verrückte Sachen. Aber man bringt sich doch nicht wissentlich in Gefahr. Wenn sie sich verguckt hat, schon. Da kann sie nicht von hier nach da denken. Beim Hanteltraining kommt es nicht darauf an, dass man so viel Gewicht auf einmal stemmt, sondern dass man mehrere Wiederholungen macht mit kleineren Gewichten. So. Ja? Alles klar. Dann würde ich sagen, versuch's mal. Ja, so ist es wunderbar. Hey, Arno! Sekunde, ich bin gleich wieder da. Na, alles klar? Ja, und selbst? Ja, wunderbar. Willst du ein bisschen trainieren? Ja, mit meiner Kondition steht's zurzeit nicht zum Besten. Sitze den ganzen Tag im Büro, da hat man schnell das ein oder andere Pünktchen zu viel drauf. Ach, hält sich aber noch in Grenzen, würde ich sagen. Ja? So? Ja, ist doch alles top in Ordnung. Was ist denn? Klasse. Ja. Soll ich wieder gehen? Nein, sowas nicht gemeint. Nee, also wir können bestimmt was finden. Ja. Bin ich also nicht umsonst gekommen? Ganz bestimmt nicht. Kramer glaubt jetzt 100 Pro, dass ich eine total versnobte Kuh bin. Aber umso besser. So kommt er nie drauf, dass ich dir helfe. Aber der hat doch gewusst, dass wir uns ganz gut verstanden haben. Ach, das habe ich alles geleugnet. Ich meine, so oder so. Der kommt im Leben nicht drauf, dass du hier bist. Und wenn doch, dann bist du auch dran. Wieso? Du hast doch gar nichts gemacht. Das muss ich erst mal beweisen. Bis dahin bin ich verdächtig. Und wer weiß, was sie dir noch alles in die Schuhe schieben wollen. Ach, die können mir gar nichts. Trotzdem. Es ist besser, wenn ich verschwinde.
Sobald es dunkel ist, hau ich ab. Aber das ist doch Schwachsinn. Ich will nicht, dass sie dich auch noch dran kriegen. Du hast so schon genug Ärger gehabt. Wieso? Das war doch bis jetzt überhaupt kein Problem. Ich meine, ich riskiere doch nichts. Und deine Mutter? Die wird bestimmt nicht begeistert sein. Ach was. Ich wette, die findet das sogar noch gut. Die ist nämlich überhaupt nicht so streng, wie sie manchmal tut. Egal. Ich muss weg. Ich halte sie einfach nicht mehr aus. Aber Ratschen, das bringt doch nichts. Solange du hier bist, können die in Ruhe den richtigen Mörder suchen. Wenn die dich erstmal haben, dann... Die werden mich kriegen, wenn ich noch länger hier bleibe. Kathi, bitte. Ich habe mich entschieden. Ich hau heute Nacht ab. Ob du es akzeptierst oder nicht. Und glaub mir, es ist besser so. Für alle. Und dein Studium? Vergiss doch das Studium. Ich muss erst mal sehen, dass ich hier rauskomme. Kathi, ich weiß, du meinst es gut. Aber bitte versuch nicht, mich von meinem Entschluss abzubringen. Es ist wirklich besser, wenn ich gehe. Und 12. So, das reicht jetzt erst. Wieso denn? Ich kann doch noch. Wenn du es am ersten Tag gleich übertreibst, dass du morgen nur einen tierischen Muskelkater hast. Mensch, dabei weißt du gut in Fahren. Ja, du bist auch nicht schlecht in Form. Dafür, dass du nur am Schreibtisch sitzt, nicht schlecht. Findest du? Ja. Zeig mir doch gleich mal das nächste Gerät. Erst wenn du mir sagst, wie sie heißt. Wer? Arno. Wenn sich ein Mann so plötzlich in den Fitnesswahn stürzt, dann steckt meistens eine Frau dahinter. So gesehen. Liegst du vielleicht nicht ganz falsch. Na und so. Und, wie heißt sie? Das sind wir doch wieder neugierig heute. Ich bin hier, um mich zu trainieren und nicht ausfahren zu lassen. Jan hat mich ausdrücklich gebeten, unsere Kunden psychologisch zu betreuen. So, du Oberpsychologe. Dann hör mal zu, du betreust dich selber und mir zeigst du jetzt das nächste Gerät. Klar? Ich werde gleich mal an der Uni nach den Sprachkursen gucken. Ich muss unbedingt was für mein Wirtschaftsenglisch tun. Warum machst du keinen Kurs im Ausland? Da lernst du es doch am besten. In England zum Beispiel. Das wäre was, hm? So ein paar Wochen in Oxford oder Cambridge. Wenn nur das Essen nicht so schlecht wäre. Ach, da bin ich abgehärtet. Was gibt's heute Abend zu essen? Ha, ha, ha. Ich könnte ja mit dem Motorrad nach England fahren. Mit welchem Motorrad? Oh, ich habe da so ein schönes gesehen beim Händler. Vielleicht gewinne ich ja noch schnell im Lotto. Ah, klar. Sag mal, kommt dein Vater heute Mittag? Ich glaube nicht. Hat er ein Geschäftsessen? Nee, aber Anna hat gesagt, er ist heute früh zum Sport und da wird er jetzt keine Zeit mehr haben. Sport? Ja, das wird wohl seine neue heimliche Leidenschaft sein. Wieso heimlich? Ja, weil er heute früh direkt raus ist, ohne Tschüss zu sagen. Als hätte er ein schlechtes Gewissen. Wahrscheinlich hat er es nur eilig. Ach, ich glaube, da steckt was anderes dahinter. Naja, vielleicht trainiert er heimlich fürs Goldene Sportabzeichen oder sowas. Ja, oder er hat eine nette Trainingspartnerin. Na und wenn schon. Hauptsache, er geht wieder unter Leute. Ja, da hast du allerdings recht. Hi. Hi. Was ist denn los? Ich war vorhin in Friedenau und dort sagen sie mir, dass Tanja gar nicht da ist. Sie ist in einem Sanatorium, um sich zu erholen. Also fahre ich extra in dieses blöde Sanatorium. Da stand ich eine halbe Stunde im Stau und sowas. Also ich war schon tierisch gelangweilt. Dann komme ich dort an. Dann zieht dieser blöde Pförtner eine Liste raus und sagt mir eiskalt, Sie werden nicht vorgelassen. Was? Nicht vorgelassen? Ja. Das heißt, sie hat ihm so eine schwarze Liste oder sowas gegeben, auf der alle Personen stehen, die sie nicht sehen will. Kannst du dir das vorstellen? Mit Nerven. An deiner Stelle würde ich zusehen, dass du den Krempel aus dem Büro rausräumst, bevor du Hausverbot bekommst. Ja, stimmt. Ja, am besten ich fahr gleich hin. Bis nachher. Sophie! Nicht ärgern, nur wundern.
Na, mein Kleines. Gehen wir ein bisschen spazieren? Nee, ich mag nicht. Du, wenn dich irgendwas bedrückt... Was soll mich denn bedrücken? Ich weiß es nicht. Irgendwas hast du doch. Nein, es ist alles in Ordnung. Ganz bestimmt? Ganz bestimmt. Hat Rajan das Essen geschmeckt? Isst er überhaupt Fleisch? Ich meine, viele Inder sind Vegetarier. Ich weiß nicht. Frag ihn doch einfach. Wie denn? Ich meine... Du siehst ihn doch gleich, oder? Kathi, wo ist er? Das kann ich nicht sagen. Bitte sag's mir. In einem der Wirtschaftsgebäude, oben in einem Abstellraum. Mama, er ist unschuldig. Der Kommissar spinnt total. Rajan hat mit dem Mord überhaupt nichts zu tun. Er kannte Clarissa noch nicht mal. Wenn er unschuldig ist, muss er sich doch nicht verstecken. Ja, das habe ich ihm ja auch gesagt. Aber er ist so furchtbar misstrauisch. Er will sogar abhauen. Dabei kriegen wir ihn doch sofort und dann wird alles noch viel schlimmer. Er will abhauen? Ja, wohin denn? Das weiß er auch noch nicht genau. Nur erst mal weg von Friedenau. Wahrscheinlich zurück nach Indien. Er will nicht, dass ich Ärger kriege. Das fällt ihm ein bisschen spät ein. Nein, es ist alles meine Schuld. Ich habe ihn dazu überredet. Er wollte ja sofort abhauen. Ich verstehe. Aber du wolltest, dass er noch länger bleibt. Klar. Ich meine, solange er hier ist, kann ich ihm helfen. Wenn er erstmal über alle Berge ist, dann... Ach Mama, ich weiß auch nicht mehr, was ich noch machen soll. Komm, Schätzchen, mach dir keine Sorgen. Wir finden schon eine Lösung. Hm? Es sieht gut aus. Sehr gut sogar. Was? Mein Sprachkurs in Wirtschaftsenglisch. Ich stehe an 4. Stelle. Der Assi hat die Liste gerade rausgehängt. Ist ja super. Und wann wäre das? In 3 Monaten. Jetzt kommt es nur noch drauf an, dass der Prof Drittmittel locker macht. Wäre die Reise denn umsonst? Nee. Aber dann müssten wir nur noch die Anreise und das Essen bezahlen. Und das käme dann nur so auf 1000 Mark für 14 Tage. Das klingt gut. Mhm. Hallöchen. Donnerwetter. Du hast dich heute Morgen ja ganz geschickt an uns vorbeigemogelt. Ach, da war ich nur spät dran. Ich bin jetzt auch noch im Sprung. Möchte noch eine Runde laufen. Laufen. Ja, joggen. Übertreibst du da nicht ein bisschen? Am Anfang kann das gefährlich sein, wenn man sich übernimmt. In deinem Alter? In meinem Alter? Was heißt denn das? Tim hat gesagt, ich bin gut in Form, auch wenn ich meine Zeit lang nichts getan habe. Eine Zeit lang. Über 20 Jahre. 20 Jahre? Du übertreibst immer. Ich habe jedenfalls noch nicht gesehen, dass du Sport gemacht hast. Ich habe früher gut trainiert. Das hält lange vor. Na dann, hoffentlich klappst du uns nicht zusammen. Das hinterlässt bei deinen Frauen keinen besonders guten Eindruck. Welche Frauen? Die du beeindrucken willst. Dürfen wir schon Namen erfahren? Ich weiß überhaupt nicht, was du meinst. Ich will mich fit halten, das ist alles. Könnte dir übrigens auch nicht schaden. So häufig wie du über den Büchern hockst. Ela hat sicher viel mehr Bewegung als du. Bin ich zu dick? Ach, überhaupt nicht. Aber so ein bisschen Bizeps könnte nicht schaden. Das kann doch nicht wahr sein. Wie kommt denn Kathi dazu? Versteckt einen mutmaßlichen Mörder in meinem Hause. Was? Du glaubst doch auch nicht, dass es war. Was ich glaube, ist nicht von Interesse. Er hat sich mehr als verdächtig gemacht. Kathi sagt, er will fliehen. Wenn er unschuldig ist, dann hat er nichts zu befürchten. Kein Gericht der Welt würde ihn aufgrund dieser Indizien verurteilen. Er soll sich stellen. Aber genau das will er nicht und zwingen kannst du ihn nicht. Also, was willst du machen? Ich weiß es nicht. Aber irgendwas müssen wir machen. Vielleicht kann Bär ja doch noch was machen. Wart's doch mal ab. Ach, Gero, Tanja will mich nicht. Aber Bär will dich. Insofern wird er schon alles versuchen, damit du wieder eingestellt wirst. Was soll sie damit? Wie konnte ich mir auch vorstellen, dass ich diesen tollen Job behalten könnte? So viel Glück war sowieso schon unheimlich. Ich hätte gleich hier bleiben sollen. Jetzt komm. Du hast den Job verloren, weil Tanja was gegen dich hat. Ja, aber ich krieg diese Chance nie wieder. Das ist doch der Punkt. Ich habe keine Ausbildung.
Ich kann nichts, ich bin nichts und ich hab nichts. Sophie, was redest du denn da? Du hast unheimlich viel auf dem Kasten. Sonst hätte Ben dir diesen Job doch gar nicht gegeben. Außerdem ist überhaupt noch nicht klar, ob du... Gero, der Zug ist doch abgefahren. Ich krieg diesen Job nie wieder, das ist doch der Punkt. Ich krieg wahrscheinlich nie wieder irgendeinen anderen Job. Ich muss mich nur mal damit abfinden, dass ich mein Leben hier zapfe. Süße, was redest du denn da? Du hast Freunde, bist gesund, siehst super aus. Was kümmert dich da so ein bescheuerter Job? Dieser bescheuerte Job war mir nun mal verdammt wichtig. Aber davon geht die Welt nicht unter. Du wirst schon was anderes finden, hm? Du willst nicht gucken? Nee, ich muss noch die Wärterinterpretation zu Ende lesen. Ach so. Na dann viel Spaß. Danke, werde ich haben. Ich komme auch mit. Es tut mir leid, ich muss was für die Uni machen. Mein Gott, was ist mit euch los? Es ist ein Liebesfilm. Die Wissenschaft geht ihm vor, was an? Ja. Na sowas. Möchten Sie noch etwas zu trinken? Vielleicht sollte ich uns zur Abwechslung mal was holen. Na danke, ich hab noch. Wie Sie wollen. Ja, ich muss dann auch. Lassen Sie mich raten. Sie müssen lernen. Ja, ich bin ja nebenbei auch noch Studentin. Und nächste Woche habe ich eine wichtige Klausur. Ja, natürlich. Soll ich Sie nach Hause fahren? Nein, ist nicht nötig. Und dann verpassen Sie auch den Film. Na, das ist nicht so wild. So spannend. Das ist auch wieder nicht. Ich bringe Sie zur Tür. Nein, bleiben Sie ruhig sitzen. Machen Sie keine Umstände. Also, ich gehe dann. Tschüss. Tschüss. Ella. Wenn du wüsstest, wie ich ihn in diesem Moment gesehen habe. Rajan, überleg's dir doch noch mal. Ich habe mich entschieden, Kathi. Ich werde gehen. Aber die schnappen dich doch sofort. Und danke für alles. Guten Abend, Herr Rey. Wie haben Sie mich gefunden? Och, wir haben noch unsere Quellen. Das werde ich dir nie verzeihen.